willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 7. Episode des Abenteuers Der Bahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer des Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Dieses Abenteuer habe ich auf der Webseite der städtebauen.de gefunden. Diese Internetseite habe ich natürlich auf meinem Kanal verlinkt. Schaut dort mal rein, es lohnt sich, nicht nur für Zeus, auch für andere Spiele dieses Genres. Gut, schauen wir mal, was uns bei der 7. Episode alles erwartet. Kaum aus der Kolonie zurückgekehrt, sehen wir uns neuen Schwierigkeiten gegenübergestellt. Unser Freund und Gönner Midas von Phrygien bat uns darum, für ihn eine wichtige Angelegenheit mit den obersten griechischen Göttern zu klären. Nun sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Person, die dieser Aufgabe gewachsen scheint und die lange und schwere Reise zum Olymp auf sich zu nehmen vermag. Aber auch materielle Güter könnten den König erfreuen. Soeben höre ich aus dem Tempel von den Hohepriestern, sie hätten eine dunkle Vorahnung gehabt. Ein vielköpfiges Untier sahen sie in ihren Visionen. Wir können nur hoffen, dass dieser Kelch, was immer es auch sein mag, an uns vorübergeht. Die 7. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Ein nimmersatter Freund. Ja, und wir müssen unserem Gönner, König Midas, einen Gefallen tun. Er hat etwas Wichtiges mit den Göttern auf dem Olymp zu klären und wir brauchen einen Helden, der dieses zustande bringt. Das ist auch ein Ziel, nämlich einen Quest zu erfüllen. Wir müssen aber auch ein Ungeheuer niederstrecken. Die hohen Priester haben ja dieses schon vorausgesagt, dass ein Untier unsere Stadt heimsuchen wird. Ja, und als drittes Ziel müssen wir wieder 32 Holzbretter für die Kolonie zur Verfügung stellen. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet und wir kehren zurück zu unserer Stadt Pergamon. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode unsere Kolonie Lemnos gegründet. Wir gehen wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns wieder einen Überblick über unsere Stadt Pergamon. Unsere Stadt ist schon ziemlich gewachsen. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter, welches wir entwickelt haben. Ja, und haben auch in der letzten Episode, wo wir in Pergamon waren, hier das zweite Wohngebiet weiter ausgebaut und ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen eingerichtet. Ja, hier im Zentrum unserer Stadt haben wir das Versorgungszentrum für unsere Wohngebiete. Wir haben den Tempel der Aphrodite sowie den Tempel des Olymps errichtet. Hier entlang der Küstenlinie haben wir unsere Piere, der Handelspartner und Seeigelkais. Wir haben auch das Heiligtum für Atlas schon errichtet, und in dessen Nachbarschaft haben wir hier unsere Marmorwerkstätten und Schwarzmarmorwerkstätten. Wir können hier Silber schürfen und Holz produzieren. Ja, und auf dieser Halbinsel haben wir unsere große Olivenölproduktion, weitere Piere der Handelspartner. Ja, und hier auf der anderen Seite des Flusses haben wir noch weitere Jagdhöfe. Wir können hier auch sehr viel Fleisch produzieren, was wir am Anfang als einziges Gut verkaufen konnten. Mittlerweile machen wir ein großes Geschäft mit Olivenöl. Monumente dürfen auch nicht fehlen. Wir haben hier die majestätische Pyramide errichtet. Ja, und hier haben wir unser Hippodrom. An der Kopfseite des Hippodroms haben wir den Tempel der Demeter errichtet. Ja, ihr seht, doch schon gut gewachsen unsere Stadt. Der Pausenmodus kann aufgehoben werden. Holz haben wir genug. Und es ist Jahresanfang. Wir kriegen natürlich unsere Tribute, nämlich 16 Weizengaben von Kythera. Terra zahlt 5 Marmorplatten jährlich. Ja, und Lemnos, unsere neue Kolonie, zahlt 12 Körbe Seeigel. Oh. Und Milet, unser Vasall, zahlt 24 Fässer mit Zwiebeln.
No, alles können wir nicht mehr annehmen. Also Nahrungsmittel kriegen wir wirklich mehr als genug. Ja, dann schauen wir nochmal eben schnell auf die Weltkarte. Pergamon ist hier in Kleinasien. Unser direkter nächster Handelspartner ist Gordion, kauft Olivenöl und Wein. Wir haben Pontus, kauft Weizen, Wolle und Olivenöl, verkauft uns Rüstung. Lemnos, unsere Kolonie, wie eben schon erwähnt, 12 Seeigel kriegen wir jährlich als Tribut, kauft Holz und Marmor, verkauft uns Seeigel und Wein. Hier können wir jetzt den Wein entsprechend für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung erwerben. Wir haben den Berg Smolkas, kauft Wein und verkauft uns Wolle. Delphi kauft Orangen und Olivenöl, verkauft uns Weizen. Epidaurus kauft Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Kythera ist unsere Kolonie, wir kriegen 16 Weizengaben jährlich als Tribut, kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl. Wir haben Atlantis als entfernten Ort, verkauft uns Orangen, Ochikal und Olivenöl. Delos kauft Olivenöl. Terra ist unsere Kolonie, wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft bei uns Weizen und Wolle und verkauft uns Bronze und Marmor. Ja, und dann haben wir noch Milet als unseren Vasallen, 24 Zwiebeln kriegen wir jährlich als Tribut, kauft bei uns Weizen und Orangen. Und wir haben einen Rivalen, Phaistos, braucht Skulpturen und produziert Marmor, Trauben und Wein. Gut, ja, also wir haben genug Holz. Wir können die Holzbretter für die Kolonie schon zur Verfügung stellen. Okay, verschicken wir. Wunderbar. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich warten, dass A uns der Quest verkündet wird und B das Ungeheuer unsere Stadt heimsucht. So, gucken wir mal eben nach unserem Villengebiet. So, hier wäre natürlich Rüstung gebraucht. Ja, da produzieren wir ja jetzt hier eigentlich genügend. Aber ich würde gerne noch das Pier von Lemnos bauen, weil dann wir den Wein einkaufen können. Jetzt nur die Frage, wo können wir hier ein Pier bauen? Also hier geht ja nichts mehr irgendwie, ne? Hier? Doch, hier müsste es eigentlich gehen, oder? Schweren Herzens reise ich jetzt mal eben hier den Handelsposten ab oder warte ich, bis das hier alles verkauft ist? Naja, also Geld genug haben wir ja. Reißen wir mal ab. Das müsste doch hier hinpassen. Jawohl. Passt. Wunderbar. Dann bauen wir den Handelsposten wieder auf. Von Gordion. Ja, wir müssen das noch ein bisschen verbinden hier, ne? So ging das. Jawohl. Dann kommen wir nämlich hier. Ja. Können wir hier so raus? Jawohl, das passt. So, und dann können wir hier den Architekten wieder aufbauen. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Wir haben allerdings ja auch noch jede Menge Kunsthandwerkergilden, die wir für den Bau unserer majestätischen Pyramide gebraucht haben. Die können wir natürlich alle abreißen. Mit dem Architekten, dann haben wir wieder genug Arbeiter. So, dann stellen wir das mal eben kurz ein. Also, wir können jetzt hier Holz und Marmor verkaufen bei Lemnos. Das finde ich gut. Ja, wir kaufen den Wein ein. So, dieses Warenlager hier holt ja Wein, aber jetzt keine 32. Ne? Also 12 reichen. Hier brauchen wir keinen Wein anzunehmen. Das passt. Okay, dann ist das ja auch alles entsprechend eingestellt. Nahrungsmittel haben wir mehr als genug. Das ist schön. Ja, die Bauoption bin ich jetzt nicht mehr durchgegangen. Da ändert sich nicht mehr viel, außer vielleicht
Bei der Mythologie, da können wir jetzt die Festung des Ares und den Obstgarten der Hera bauen. Denkt bitte daran, wir können maximal 4 Heiligtümer bauen. Und wir haben jetzt schon 3. Da würde ich jetzt wirklich warten. Es kann ja durchaus sein, dass wir in den nächsten Episoden nochmal ein spezielles Heiligtum bauen müssen. Ja, und beim Militär haben wir ja alle entsprechenden Bauoptionen. Vielleicht bauen wir nochmal einen Fregattenhafen. 2 Stück habe ich hier, die sind aber nicht in Betrieb. Ne? Hängt damit zusammen, dass Poseidon uns ab und zu angegriffen hat. Ich werde aber jetzt mal einen Fregattenhafen hier aktivieren. Da sehen wir nämlich schon, wie die Fregatte gebaut wird. Olivenöl haben wir mehr als genug. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts zu machen. Wir müssen aber noch den Handelsposten von Gordion wieder einstellen, dass hier entsprechend Olivenöl eingelagert wird. So, natürlich können wir ja auch unsere majestätische Pyramide mal verschönern. Da bauen wir mal den Weg so drumherum. Bauen hier so Zugänge hin. Dann können wir doch hier, ein großer Freund von hohen Obelisken, und dann können wir doch hier Parks bauen. Das finde ich sehr schön. So, wir brauchen aber hier auch Sperren, weil da muss der Architekt jetzt nun wirklich nicht lang gehen. Und hier. So. Wie sehen unsere Finanzen denn aus? Gucken wir mal. Ja, da haben wir jetzt ein dickes Minus gemacht. Ja, es hängt zusammen, weil wir den Wein natürlich einkaufen. Orangen müssen wir jetzt nicht einkaufen und Aurikal müssen wir auch nicht einkaufen. Aber wir können ja jetzt auch Marmor und Holz verkaufen. Ja, wir könnten auch hier bei Epidaurus auch ein bisschen Fleisch verkaufen. Was ist eigentlich teurer im Verkauf? Seeigel oder Fleisch? Gucken wir doch mal eben. Fleisch ist tatsächlich teurer. Und dann verkaufen wir ein bisschen Fleisch. Wir kriegen so viele Nahrungsmittel ja hier als Tribut. Und das Silo ist ja auch gut gefüllt hier mit Fleisch. Allerdings müsst ihr bedenken, wir haben keine Viehzucht und die Priester aus den Heiligtümern versorgen sich aus dem Silo. Mal sehen, wie es ihnen mit der Hydra in ihrer Stadt ergeht. Törichter Sterblicher. Ja, und da haben wir schon das erste Problem. Die Hydra ist von Athenen losgehetzt worden. Mal sehen, wie es ihnen mit der Hydra in ihrer Stadt ergeht, törichter Sterblicher. Sehen Sie zu, wie sie ein Blutbad anrichtet. Ich werde alles tun, um ihnen das Leben schwer zu machen. Danke, Athene. Ja, mit der Hydra, wo ist sie überhaupt? Da ist sie, okay. Naja, ich glaube, sie wird sich nicht auf dieses Fleckchen Erde hier beschränken. Aber mit einem Ungeheuer in unserer Stadt können wir natürlich auch eine Heldenhalle bauen. Und wir brauchen Herkules. So. Ja, Herkules ist ja immer der Held, der ganz viel Kultur oder in dem Fall jetzt Wissenschaft braucht. Und wir haben immer hier in diesem gehobenen Wohngebiet eine kleine Fläche freigehalten für diese Heldenhalle. Normalerweise habe ich die immer hier, da wo das Museum ist, aber ich habe jetzt extra hier das freigehalten, denn man weiß ja nie, wann man Herkules braucht. Und dann passt das nämlich hier wunderbar hin. Und dann hat er auf jeden Fall schon mal jede Menge Zugang zur Wissenschaft. Wir schauen mal direkt, was er alles braucht.
Gut, er braucht noch hervorragenden Zugang zur Wissenschaft und er braucht 32 Amphoren Wein. Gut, dann müssen wir das hier tatsächlich auf 32 stellen und wir könnten unsere Kolonie Lemnos fragen, ob sie uns Wein geben. Das tun sie, das ist doch nett. Okay, vielen Dank. So, mittlerweile ist die Hydra hier und man sieht überall... Er würde nicht wollen, dass der allmächtige Ares für ihn kämpft. Okay. Ja, mittlerweile ist auch Ares in unserer Stadt, macht Werbung, sein Heiligtum zu bauen, während die Hydra hier alles Lebende auf den Straßen meuchelt. Ja, da ist jetzt gerade wieder ein Karrenschieber dran. Es ist mal sehr ekelig, dass die da so rot da auf dieser Straße liegen. Ja. Gut, wir warten, bis wir Herkules rufen können. Ja, mittlerweile haben hier diese gehobenen Wohnungen Waffen bekommen. Allerdings brauchen wir eine bessere Attraktivität. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir haben ja genug Denkmäler. Ich würde das Labor etwas verschieben wollen. Nämlich so. Dann kann hier eine Allee noch hin. Und dann passt nämlich hier ein Denkmal hin. Denkmäler haben wir nämlich genug. Und dann müssten die sich ja eigentlich auch entwickeln. Ja. Das passt doch gut, oder? Ja, ich würde dann der Symmetrie wegen das hier genauso machen. Sehr schön, dann können wir hier noch ein paar Verschönerungen machen. Ja, und da würde ich dann natürlich auch noch ein Denkmal setzen wollen, ne? Ah, wunderbar. Hat sich das ja auch weiterentwickelt. Ja, und ich sehe gerade, wir haben das Warenlager fast voll mit Wein. Und dann würde ich den Einkauf gleich mal stoppen, weil wir kriegen ja gleich noch Wein von unserer Kolonie Lemnos geschenkt. Ja, dann würde ich hier in diesem Warenlager auch nochmal Wein annehmen lassen. So, wir kriegen 18 Amphoren Wein von Lemnos. Wunderbar. Ja, damit haben wir jetzt mehr Wein, als wir brauchen. Ja, und wir haben auch schon alles für Herkules dann in unserer Stadt. Auch die 1500 Einwohner. Ja, ihr seht, wir haben das Hippodrom, hervorragenden Zugang zur Wissenschaft und die 32 Amphoren Wein. Wir können Herkules rufen. Oh, das ging ja schneller, als ich dachte. So, wir können noch ein paar Verschönerungen hier durchführen. Hier können wir noch ein Denkmal setzen. Jawohl. Ja, die Hydra hält sich hier gerne auf dieser Brücke auf und veranstaltet ein Massaker. So, was ist denn hier mit diesem Pier los? Das Pier von Pontos. Hier könnten wir doch auch noch Olivenöl verkaufen. Okay. So, wir könnten die Straße so bauen hier. Dann könnte man hier noch Waffenschmieden errichten. Na, diese Sperre müssen wir dann anders setzen. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Na, Herkules, das wirst du schon sehen, was du zu tun hast.
Oh, schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen Tribute entgegen. Marmor können wir nicht mehr annehmen, aber unsere Lebensmittel, ja, auch nicht alle. So, ich wollte noch hier die Sperre eben setzen. So, Herkules, wo bist du? Ah, da bist du. Naja, dann geh du mal zu deiner Heldenhalle und dann kannst du dich um die Hydra kümmern, die mittlerweile hier einen unserer Handelspartner verfolgt. Oh, ein Esel ist schon ziemlich rot geworden. Die anderen sind schon weg. So, Arbeitsmarkt, wir brauchen 40 Arbeiter. Okay. Ja, wir können natürlich hier jetzt in Triremhafen. Grüße, liebliches Wesen. Ich habe einen sehr wichtigen Quest zu vergeben. Ja, nun kriegen wir den Quest von Hera gestellt. Grüße, liebliches Wesen, ich habe einen sehr wichtigen Quest zu vergeben. Ich, Hera, muss Theseus umgehend hier im Olymp sehen. Ich bin sicher, dass der Held ein passendes Transportmittel finden wird, um hierher zu reisen. Ich verspreche auch, dem Helden kein Haar zu krümmen. Oh, Hera, das ist aber nett. Okay, wir müssen Theseus rufen und der Olymp ist entdeckt worden. Okay. So, ich wollte aber hier jetzt, ja, die Mannschaft nach Hause schicken. Unsere Fregatte ist ja fertig. Wir können jetzt die zweite Fregatte bauen. Brauchen wir wieder unsere 41 Arbeiter, aber ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch. So, bevor wir uns aber mit der Heldenhalle des Theseus beschäftigen, müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier die Hydra wegkriegen. Wir warten darauf, dass unser Held Herkules endlich mal hier hinkommt. Naja, da haben wir ihn. Er verlässt jetzt gerade das Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Das dauert ja noch ein bisschen. In der Zwischenzeit, naja, wütet die Hydra weiterhin. Oh, jetzt ist ein Transportelefant dran. Und noch weitere. Oh je. Er würde nicht wollen, dass der allmächtige Ares für ihn kämpft. Ja, Ares, das wissen wir. Wir haben im Moment andere Probleme. Ja, die Waren sind natürlich dann alle weg, die hier unser Transportelefanten transportieren. Ja, Herkules ist der Hydra auf den Fersen. Naja, jetzt werden sie wohl zusammenkommen. Jawohl. Die Hydra ist erschlagen. Wunderbar. Gut, kümmern wir uns um den nächsten Helden. Ja, Theseus ist ja der Held, dessen Heldenhalle in der Nähe des Stadtpalastes gebaut werden muss und durch eine Stadtmauer geschützt werden muss. Ich habe ja Gott sei Dank hier noch diese Fläche freigehalten. Man weiß ja nie. So, dann können wir nämlich jetzt dieses Ganze hier mit einer Stadtmauer umgeben. So, und dann schließen wir das hier. So, dann hoffe ich mal, dass das mit der Heldenhalle hier passt und der Nähe zum Stadtpalast. Müsste aber eigentlich. Ja, gucken wir mal. Ja, okay. Wir brauchen wieder Wein. Diesmal aber nur 16 Amphoren. Wir kaufen unseren Wein wieder bei unserer Kolonie Lemnos ein. Und verschönern jetzt hier noch. Na, ich würde jetzt nicht unbedingt das Denkmal hier verschwenden. Wir können auch schöne
Quellbrunnen hier bauen und Parkanlagen. Das müsste eigentlich, oder ich hoffe es zumindest, reichen. So, dann schauen wir mal. Nee, reicht nicht. Ach, das ist natürlich doof. Okay, gut. Dann müssen wir doch hier ein Denkmal setzen. Ich dachte, ich käme ohne Denkmal hier aus. Aber ein Denkmal hat tatsächlich die höchste Wirkung auf die Attraktivität. So, und jetzt passt es auch. Wunderbar. Und wir brauchen nur noch 2 Amphoren Wein. Wir könnten aber Folgendes mal machen. Unsere Kolonie Lemnos braucht ja Marmor und Holz. Also, den können wir doch schon mal ein großes Geschenk Marmor geben, oder? So, und dann werden wir nachher nochmal Wein fordern von denen. So, ich glaube, unsere Stadtkasse sieht jetzt auch wieder besser aus. Jawohl, also wir haben das Minus vom letzten Jahr dann doch noch umwandeln können. Ja, und jetzt verdienen wir auch wieder richtig gut Geld. Allerdings habe ich auch keinen Wein eingekauft. So, wir haben wieder Wein eingekauft. Ich denke mir mal, wir haben jetzt genug Wein. Jawohl, wir können Theseus rufen. Wunderbar. Ja, Wein haben wir jetzt hier auch. Wir fragen aber trotzdem nachher nochmal unsere Kolonie Lemnos, wenn sie sich bedankt hat. Wir stellen aber mal dieses Warenlager wieder um. So, und hier brauchen wir jetzt auch keinen Wein mehr annehmen. So, Lemnos ist dankbar für den Marmor, bitte. Dann gibt uns doch nochmal Wein. Die zweite Kriegsfregatte ist auch fertiggestellt. Da können wir jetzt die Mitarbeiter auch nach Hause schicken. Ja, und dann haben wir nämlich mehr als genug Arbeiter für unsere Stadt. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Oh, wie schön. Da kommt Theseus. Ja, dann macht er sich auf den Weg zu seiner Heldenhalle. Bevor wir ihn jetzt auf den Quest schicken, führen wir nochmal ein paar Verschönerungen hier in unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen durch. Nochmal ein paar Parkanlagen hier. So, wir kriegen auch den Wein von Lemnos später. Ich habe natürlich jetzt hier wieder alles natürlich so eingestellt. Okay, nochmal hier 32. Wein kaufen wir jetzt nicht ein. Ja, und dieses Warenlager werden wir nochmal für Wein freimachen. So, wir nehmen jetzt nochmal den Wein an. Wunderbar, ja, schaut euch das an hier. Das stellen wir mal eben kurz nochmal wieder um. Mal wieder. So, und jetzt können wir Theseus auf den Quest schicken, nämlich zum Olymp zu reisen. Den richtigen Helden bitte aussuchen und dann schicken wir ihn los. Ja, und damit haben wir diese Episode sehr schnell abschließen können. Keine richtige Herausforderung, aber ich denke mir mal, das wird sich noch ändern, denn es folgen ja noch einige Episoden von diesem Abenteuer. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt, ein Seeigelkai. Tja, bauen wir nochmal auf.
und Jahresanfang. Wir nehmen wieder Tribute an. Juche, hurra, hurra, die Hydra ist tot, es lebe Herkules! Spontan schloss ich mich den jubelnden Massen auf den Straßen Pergamons an, die das Ende des Schreckens feierten. Auch Midas dürfte, wohlgestärkt durch Speis und Trank, zufrieden auf unsere Stadt blicken. Immerhin konnten wir seinen Wunsch erfüllen und seine Botschaft, was immer es auch war, zum Olymp bringen. Allein Athene, die um ihre liebe Hydra trauert, ist erbost über unsere Heldentaten. Aber solange Midas seine Hand über uns hält, wird uns nichts geschehen. Joche, die Hydra ist tot. Ein guter Zeitpunkt, um eine dritte und vorerst letzte atlantische Bastion in Griechenland zu errichten und unseren Einflussbereich erneut zu erweitern. Horatio Brosos, wo steckst du? Ja, diese Episode war jetzt keine große Herausforderung von uns, haben wir auch sehr schnell hier erreicht, alle Ziele. Ja, und wie wir schon gerade vernommen haben, wir gründen unsere dritte und auch letzte Kolonie in der nächsten Episode des Abenteuers, der Bahn des Midas. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.